Boah, Pommes. Die geilste Erfindung der Welt. Ja, das ist eine alte Kriegsverletzung aus der Kreisliga-Zeit. Des Tages wird's geschehen! Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie macht er das denn mit der nassen Unterhose? Ich laufe einfach unten ohne rum. Okay, ich habe Offroad gesucht und Offroad gefunden. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, Gott, was labert der da? Ohne Spülmaschine wäre das Leben sinnlos. Ich glaube aber, dass wir Menschen ziemlich verweichlicht sind. Habe ich erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Hi, ich bin Piet und ich lebe, arbeite und reise in meinem Van, der Fat Lady. Ich erkunde die Welt und verschiedene Lebensweisen auf meinem Weg. Gemeinsam lassen wir dabei kein Abenteuer aus. Komm mit und sei dabei. Es ist Wochenende und der ach so ruhige See und die Umgebung ist zum Leben erweckt. Die Slowaken haben alle frei, natürlich am Wochenende, und kommen hier hin zum Feiern. Hier läuft überall Musik. Leute ziehen sich schick an und gehen essen. Und genau dasselbe mache ich auch. Ich habe mich mal super schick gemacht, mega in Schale geworfen, wie man sieht. Und gehe in ein Restaurant und esse was Schönes. Ja, heute war ein richtig geiler Tag. Wir waren ja mit den Jungs, also mit Georg und Phil, in Kosice. Da ist einem mein Van aufgefallen mit meinem Need for Speed Aufkleber-Sticker von Instagram. Und er hat mich mal prompt geedit und angeschrieben. Und wir haben uns heute getroffen. Er kam extra zu mir. Dominik heißt er. Liebe Grüße, Dominik. Mega netter Typ. Ist Fotograf, also eigentlich ITler, aber ist auch Fotograf. Ja, haben uns unterhalten über Gott und die Welt und die Situation in der Slowakei. Der hat mir verdammt viel über die Slowakei erzählt. Auf jeden Fall die Gesamtsituation in der Slowakei ist nicht so easy, nicht so einfach. Das Durchschnittsgehalt liegt irgendwie bei 700-800 Euro. Wenn man einfache Jobs macht, dann eher so 500-600 Euro. Die Preise sind aber fast identisch zu unseren. Also ich würde sagen, vielleicht so 10, maximal 20% unter unseren. Insofern könnt ihr euch vorstellen, was das bedeutet für das Leben hier. Ich habe gar keine Vorstellung, wie einige Leute hier überhaupt über die Runden kommen. Mit so wenig Geld. Das ist schon der Wahnsinn. Guckt euch mal diese Aussicht an. Von den Erzählungen von Dominik habe ich auch mal wieder gemerkt, wie gut es uns eigentlich in Deutschland geht und wie sehr wir da abgesichert sind in vielen, vielen Aspekten. Zum Beispiel ein Aspekt ist, wenn die krank sind, also wenn sie normale Arbeitnehmer sind und krank sind, dann bekommen sie in der ersten Woche nur 65% Gehalt ausgezahlt. Ab dem ersten Tag, wo sie krank sind. Wenn sie länger als eine Woche krank sind, dann bekommen sie nur noch 25% des Gehalts. Wenn man das mal vergleicht mit unseren Maßstäben, in Deutschland bekommt man 6 Wochen volles Gehalt vom Arbeitgeber und danach noch, meine ich, 60% oder 65% von der Krankenkasse. Das ist halt eine ganz, ganz andere Welt, ne? Also wenn du in der Slowakei ernsthaft krank bist, dann hast du ein Problem. Das ist nicht gut. Man muss sich das mal vorstellen, man verdient schon nur 700 oder 800 Euro, muss dann in der ersten Woche Krankheit dann nur noch mit 65% leben und danach mit 25%. Das ist unmöglich, damit kannst du nicht mal annähernd irgendwie nur Miete oder Lebensmittel bezahlen. Sowas wie Sozialhilfe gibt es hier gar nicht. Ich habe hier mal von unserer Sozialhilfe erzählt, irgendwie 400 x Euro, 410 Euro plus Wohnung oder Wohngeld. Der ist fast hinten rübergefallen. Das gibt's hier nicht. Wenn du hier nicht arbeitest, dann hast du gar nichts. Und Arbeitslosengeld gibt's auch eigentlich gar nicht. Man kann sich zwar privat versichern, aber da kriegt man irgendwie 10 oder 15% von seinem Gehalt. Also das ist nicht das, was wir haben. Interessant ist auch, dass Dominik für Diebold Nixdorf arbeitet. Ist ja quasi mehr oder weniger eine Paderborner Firma, jetzt Joint Venture mit einer amerikanischen, Diebold. Aber was die gemacht haben, ist ja Arbeitsplätze zu rationalisieren aus Deutschland raus. Erst in die Tschechei für den halben Lohn und jetzt für einen Viertellohn in die Slowakei. Und jetzt ist hier ganz viel vom Operationsgeschäft liegt hier in der Slowakei. Weil die halt für einen Apfel und ein Ei hier arbeiten. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Für mich ist das moderne Sklaverei und Ausbeutung. Aber ja, die Firmen nutzen das halt aus und sparen, wo sie nur können. Oh, in dem Restaurant, wo ich gerade essen will, geht eine fette Terrassenparty.
Mir fällt gerade ein, dass ich gestern noch eine Sache nicht erzählt habe. Ganz witzig. Ich bin ja immer davon ausgegangen, ich fahre, sobald ich keine Lust mehr auf die Slowakei habe, einfach nach Rumänien. Aber die Sache ist ja, dass Ungarn die Grenzen dicht gemacht hat. Das heißt, man kommt da gar nicht mehr rein wegen Covid. Und ich dachte mir, ja gut, es gibt ja eine direkte Grenzverbindung zwischen Slowakei und Rumänien. Und der Dominik fragte mich gestern, ja, was machst du denn demnächst so? Ich sage, ich fahre nach Rumänien. Und er so, wie kommst du denn dahin, wenn Ungarn zu ist? Ist ja halt über die direkte Grenze. Und er so, es gibt keine direkte Grenze. Und ich habe nachgeguckt, tatsächlich, es gibt keine direkte Grenze von der Slowakei nach Rumänien. Das ist ein bisschen blöd, da war ich erstmal geschockt und war kurz davor, meine ganzen Pläne zu ändern. Bis ich da mal gegoogelt habe, zum Glück stellt Ungarn Transitrouten zur Verfügung. Das heißt, man kann Ungarn überqueren. Maximal 24 Stunden darf man brauchen, um da durchzukommen. Man darf nur ganz bestimmte Routen verwenden und auch nur ganz bestimmte Tankstellen anfahren oder da Rast machen. Insofern ist es machbar, aber wird spannend. Insofern, man muss immer flexibel bleiben und umdenken und gucken, wohin und wie und was. Ja, ich hatte überlegt, ob ich morgen schon nach Rumänien fahre, aber ich habe beschlossen, ich bleibe noch ein bisschen in der Slowakei. Ist echt mega schön hier und das Wetter ist gut noch. So, du schöner Platz. Ich verlasse dich jetzt. Eine Woche war ich hier. Es passiert nicht so oft, dass ich wirklich eine Woche an einem Platz stehe. Aber dieser Platz ist einfach perfekt. Ruhig, am Waldrand, am See. Leider konnte ich nicht baden da drin. Das hätte es richtig perfekt gemacht. Aber ja, Feuerstelle, wie man sieht. Besser kann es eigentlich nicht sein für Vanlife. Restaurant in der Nähe mit Wasser und Internet und Essen, wenn man will. Achso, heute wird so ein bisschen anstrengender Tag, glaube ich, weil ich muss Wasser finden und tanken. Ich muss einkaufen, weil ich kein Essen mehr habe. Und ich muss Wäsche waschen, weil so langsam ist alles dreckig. Wäre man zu Hause in einer Wohnung, ist das schnell erledigt. Aber Vanlife, da können schon mal ein paar Stunden drauf gehen, wenn nicht der ganze Tag. Okay, ich habe an einer Tankstelle einen Wasseranschluss gefunden. Der ist eigentlich dazu da, damit Motorradfahrer ihr Helm waschen können. Ihr Visier. Keine Ahnung, ob ich mich daran anschließen darf. Es ist niemand weit und breit, den man tragen kann. Die Tankwärtin kann kein Englisch. Also hier ist so ein Wasserhahn. Da rinnt es sehr langsam raus. Wird dauern. Aber was heißt Wasser? Also ich fahre ja hier gerade querfeldein durch Dörfer und Städte. Man sieht schon sehr, sehr viel Armut. Also wirklich kaputte Häuser, wo Leute drin leben. Ich habe gerade so eine Art Favela gesehen, wie ich sie nur in Brasilien gesehen habe. Also quasi so aus Resten zusammengezimmerte Siedlungen, die mit Sicherheit nicht legal sind. Das ist natürlich schade, ne? Es ist ein Land der EU und irgendwie hätte ich einen gewissen Lebensstandard erwartet, den die Leute hier haben. Das war nämlich eigentlich der Sinn der EU, das möglichst anzugleichen. Aber ich habe das Gefühl, das Einzige, was angeglichen wurde, sind die Preise für die Leute. Ja, und dann fährt man um die Ecke und sieht einen Lidl. Und in einem völlig armen Dorf oder kleinen Städtchen steht ein Lidl. Und dieses Lidl-Gebäude sieht aus wie aus der Zukunft im Vergleich zu den anderen Gebäuden. Genauso, also es sieht im Prinzip genauso wie bei uns aus, diese neuen modernen Lidl-Filialen mit Glasfronten und so. Finde ich, ja, also ist mir gerade so ins Auge gestochen. Passte irgendwie überhaupt gerade nicht ins Bild. Aber gut. Ich habe noch kurzerhand beschlossen, einen kleinen Zwischenhalt zu machen, nämlich in Hollywood, also zumindest dem slowakischen Hollywood. Da ist es. Hat mir Dominik empfohlen, der Slowake, den ich vor ein paar Tagen getroffen habe. Ist eine unter Touristen nicht bekannte Attraktion, sage ich mal. Ist so ein ganz, ganz kleiner Ort mitten im Wald, total idyllisch. Ja, die Slowakei ist ja das Land der Burgen. Gerechnet auf die Anzahl der Einwohner, glaube ich, sogar die meisten Burgen der Welt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, das muss ich nochmal nachgucken. Diese Burg hinter mir, habe ich gerade beim Vorbeifahren gesehen, das ist die Splitski Hrad.
Okay, das dauert jetzt eine Stunde. Ich gehe erstmal einkaufen und dann noch trocknen. Dauert wahrscheinlich auch noch mal eine Stunde. So, Einkauf ist erledigt. Schaue ich mal, ob meine Wäsche da ist oder ob Slowaken Wäschen klauen. Yay, sie ist noch da. Also die Preise sind ungefähr so ähnlich, wie ich sie in Spanien auch vorgefunden habe. Also so 4 bis 6 Euro waschen, 10 Kilo. Und 15 Minuten trocknen, Euro. Wenn man mal groß waschen will, hat man hier auch 18 Kilo für 7 Euro. Das lohnt sich dann. Yo, Fett Office am Start hier. Das Trocknen dauert länger als gedacht. Deswegen ordne ich ein paar Videos als Vorbereitung für den Vlog am Sonntag. Yo, ich bin gerade unterwegs zu meinem Stellplatz mitten durch die Walachei und habe hier so ein cooles Phänomen entdeckt. Das ist echt eigenartig. Da ist einfach so ein Nebel über dem Feld, aber nur über diesem Feld. Okay, ich habe Offroad gesucht und Offroad gefunden. Also da war noch nicht mal ein Schild, dass es verboten war. Und hier sind auch genug Reifenspuren. Witzig. Sowas findest du in Deutschland nicht. Ich habe eine kleine Abkürzung genommen. Die Strecke drumherum war 20 Kilometer und die ist 5. Aber ich weiß noch nicht, ob ich durchkomme. Zum Glück ist es trocken. Wenn es nass wäre, dann wird das wäre sportlich. Da sind ein paar Äste im Weg. Ein paar Kratzer. Oh Mann, das ist der übelste Urwald. Und da kommt das Schlammloch. Ja, okay. Das war nochmal ein Abenteuer. So kurz vorm Schlafen gehen. Boah, sieht das geil aus mit den Bergen im Hintergrund. Geiler Scheiß. Ja, ich habe nur die Hälfte gefilmt. Also da waren noch ein paar richtig fette Schlammlöcher und ich musste noch Äste wegsägen. Aber ich habe es geschafft. 10 Kilometer Weg gespart, aber doppelt so lange gebraucht. Ein bisschen Spaß muss sein. Okay, es ist Zeit aufzustehen. Ich will nämlich eine ziemlich geile Wanderung machen, die es hier gibt. Mit Wasserfällen und kleinen Bergsteigen. Und das sind über 20 Kilometer, über 6 Stunden. Also sollte ich mich mal so langsam auf den Weg machen. So, 9 Uhr morgens und ich bin endlich aufgebrochen. Ich wollte eigentlich eine Stunde früher losgehen, aber so ist das manchmal. Ja, vielleicht ein bisschen was zu dem Gebiet hier. Also das da hinten, das sind die High Tatras, also das Hochgebirge. Berge bis zu 2800 Meter. Das ist da, wo wir mal ursprünglich wandern wollten mit Georg und Phil. Und ich bin jetzt in den Low Tatras, also das ist eher das niedrige Gebirge. Gibt aber nicht weniger zu erkunden. Hier gibt es verdammt viele Wasserfälle und Flüsse und Schluchten. Und ich gehe da jetzt mal los. Ich habe gar keinen Plan, wo lang ich muss. Ich habe mir keine Routen ausgedruckt, nix. Komoot gibt auch nicht so viel her. So entstehen die größten Abenteuer. Einfach drauf los. Hätte es früher bei mir nie gegeben. Aber mittlerweile mache ich das tatsächlich öfters, weil es mir am geilsten ist.
Cool. Hier gibt es einen Brunnen mit einer Handpumpe. Das Ding wohl funktioniert. Jo. Funktioniert. Man muss noch ein bisschen pumpen. Okay, nach 20 Minuten Laufen musste ich doch glatt meinen Pulli ausziehen. Ist doch wärmer als gedacht beim Laufen. Kennt ihr das eigentlich, wenn man irgendwie morgens aufsteht, so aus dem Bett und es ist alles irgendwie kalt und man friert und es ist unangenehm und man möchte am liebsten sich unter der Decke verkriechen und die Heizung auf volle Pulle stellen? Also ich kenne das auch. Ich glaube aber, dass wir Menschen ziemlich verweichlicht sind. Es ist so einfach, kurz rausgehen, ein bisschen bewegen und schon ist einem warm. Aber nee, wenn man es hat und es so einfach ist, mal eben an dem Regler von der Heizung zu drehen, dann macht man das auch. Ich habe das ja auch gemacht. Oder mal heiß duschen, 40 Minuten. Dabei könnte man einfach mal ein bisschen sich bewegen und dann ist einem auch schon warm. Das merke ich jetzt irgendwie im Vanlife nochmal verstärkt. Ich zwinge mich dann, wenn mir kalt ist, nochmal raus und rumzurennen. Hi. Das ist halt deutlich einfacher und umweltfreundlicher, als die Dieselheizung anzuwerfen. Und das betrifft viele Aspekte des Lebens. Nehmen wir zum Beispiel die Waschmaschine. Eine der besten Erfindungen für die Emanzipation der Frau. Definitiv, stimme ich zu. Aber was passiert heute? Früher hat man vielleicht einmal in der Woche gewaschen in der Familie, wenn es hochkommt. Heute hat man einfach sau viel Klamotten, die man vielleicht einen Tag anzieht, die noch sauber sind, wo man nicht drin geschwitzt hat und trotzdem kommen die in die Wäsche. Das führt dazu, dass wir viel unvorsichtiger auch insgesamt mit Klamotten sind. Wir machen sie viel schneller dreckig, weil wir haben eine Waschmaschine. Reinschmeißen, rausholen, ab in den Trockner am besten noch, fertig. Ich glaube, genau sowas führt dazu, dass wir Menschen in unserem Komfort versinken, uns zu unvorsichtig und zu unselbstbewusst werden, was wir eigentlich hier machen auf dieser Erde. Wie viel Energie wir verschwenden, wie viel Wärme wir erzeugen. Geil, überall solche kleinen Bäche. Es ist echt wunderschön. Also die Slowakei ist definitiv ein Wanderparadies und ein Mountainbike-Paradies. Boah, ich frage mich gerade, wo ich bin. In Thailand, in den Subtropen oder in Europa? Die Luftfeuchtigkeit ist ends hoch. Ich bin klitschenass. Brauche definitiv eine Dusche nachher. Und vielleicht noch ein Gedankenerguss zu diesem Thema. Die Spülmaschine. Nicht mehr wegzudenken aus der westlichen Küche. Aber, wie ist das so schön? Man hat ja eine Spülmaschine. Also kann ich einfach 20 Gabeln am Tag und 20 Tassen am Tag verbrauchen. Anstatt zu der einen zu greifen. Und dann trocknet alles noch schön ein und dann muss man noch den langen Waschgang nehmen. Anstatt das mal eben kurz abzuspülen, die 2, 3 Gläser oder Gabeln, die man da hat. Mal Hand aufs Herz. Wer hat sich noch nicht dabei erwischt? Einfach mal zu sagen, ach komm, ich nehme jetzt einfach wieder einen neuen Teller und einen neuen Glas, weil ich habe eine Spülmaschine. Genau das führt halt dazu, dass wir in unserem Komfort versinken und überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Und das, was wir eigentlich an Freiheit gewonnen haben durch diese Spülmaschine und nicht irgendwelche Tätigkeiten in unserem Leben machen wollen, die irgendwie keinen Sinn ergeben, nämlich Geschirr spülen. Aber im Endeffekt behaupte ich, dass wir gar keine Zeit gewonnen haben, dass die meisten keine Zeit gewonnen haben mit dem Kauf einer Spülmaschine. Denn sie werden unvorsichtig, machen viel mehr Geschirr dreckig. Dadurch muss man natürlich einräumen, ausräumen etc. pp. Und da kommt noch der Geldfaktor. Weil Wasser kostet Geld, Strom kostet Geld, Spülmittel kostet Geld und die Spülmaschine kostet auch noch Geld. Woher kriegt man das Geld? Man tauscht seine Zeit gegen Geld auf irgendeine Arbeit, die einem meistens noch nicht Spaß macht. Insofern ist man nicht besser bedient, wenn man einfach vorsichtig ist und das simple Leben lebt und dann auch lernt, darauf zu achten, was wirklich sein muss und was nicht. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es Leute, die teilen meine Meinung, denken ähnlich oder verstehen zumindest, was ich meine.
Es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, Gott, was labert der da? Ohne Spülmaschine wäre das Leben sinnlos. Ja, gibt die und die Meinung. Und es gibt auch verschiedene Facetten. Ich glaube, wenn man halt eine 5-köpfige Familie hat oder noch mehr, dann lohnt sich vielleicht schon eine Spülmaschine und eine Waschmaschine. Also Waschmaschine sowieso. Trotzdem ändert es nichts daran, dass man vorsichtiger sein kann mit Wäsche und was man alles dreckig macht. Und ich glaube, dass die Gewohnheiten, die wir so an den Tag legen als Erwachsene, sehr auf die Kinder übertragen wird. Das heißt, die lernen, ja mein Gott, ist doch, wenn die Wäsche schmutzig ist, wenn ich da drauf gekleckert habe beim Essen, dann kommt die in die Waschmaschine, fertig. Ist doch egal. Mama räumt die ein, Mama räumt die aus, fertig, saubere Wäsche. Und das führt dazu, dass die nächste Generation und nächste und übernächste Generation aufwächst in einem puren Luxus und puren Reichtum, die das als völlig selbstverständlich sehen. Ja, keine Ahnung, ich könnte noch endlos philosophieren drüber, aber komplexes Thema. Ich spiele euch mal zu diesem Thema einen kleinen Clip ein, den ich ziemlich gut finde. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, wenn wir Menschen wirklich frei wären. Wie kann es sein, dass wir jeden Morgen aufstehen, nur um den Großteil unseres Tages mit etwas zu verbringen, was uns nicht am Herzen liegt, etwas, was uns nicht glücklich macht? Ich habe mich schon oft gefragt, warum so viele von uns so leben müssen. Der Grund scheint offensichtlich. Wir arbeiten, um Geld zu verdienen, und wir verdienen Geld, um uns und unsere Familien zu ernähren. Doch ist das wirklich nur so möglich? Wenn wir als Kinder geboren werden, dann sehen wir die Welt mit großen Augen. Wir staunen und können uns kaum halten, alles zu entdecken und herauszufinden, wie es sich anfühlt zu leben. Doch sobald man uns sagt, was man darf und was nicht, sobald wir anfangen zu lernen, was es bedeutet, sich unterzuordnen, desto geringer wird diese scheinbar unbändige Kraft, welche uns einmal unverletzlich machte. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass wir Menschen nicht schlecht sein können. Nicht so klein, wie wir uns mit Scheuklappen auf den Augen jeden Tag machen. Ich bin davon überzeugt, wir können so viel mehr sein. Doch dazu braucht es Menschen, die vorangehen. Menschen, die sich trauen, wirklich neue Wege zu gehen. Und diese Menschen, das sind wir, das bin ich und das bist du. Es ist Zeit, dass wir uns trauen. Mit dem Mut zur Wahrheit, dem Mut zum Widerstand und vor allem dem Mut zur Menschlichkeit. Ach krass, hier oben ist ein Friedhof. Ich weiß noch nicht genau, was es ist, aber es könnte so eine Art Künstlerfriedhof sein. Also auf jeden Fall sind hier sehr viele künstlerische Gestalten und Grabmäler. Wunderschön und so friedlich. Wenn ich mal hops gehe, bringt mich hier hoch. Hier ist schön. So, weiter geht's. So 4 bis 5 Stunden habe ich noch vor mir. Sagte zumindest die Karte, die ich da gerade gesehen habe. Und ich musste meine Route ändern, denn gewisse Pfade sind nur ein Weg. Weil da sind Leitern, da muss man hochklettern und so. Trotzdem müsste ich, glaube ich, an ein paar schönen Wasserfällen und Bächen vorbeikommen. Hoffe ich. Ich habe irgendwie so ein bisschen Sorge, dass mein linkes Knie sich wieder meldet. Jetzt gerade, wo ich auch ein bisschen bergab gehe. Beim letzten Mal wandern mit Georg und Phil hat das ja irgendwie gesponnen. Ich konnte es gar nicht mehr wirklich knicken und das ist doof. Da konnte ich gar nicht mehr gehen. Musste den Berg rückwärts runtergehen, damit es irgendwie funktioniert. Ich hoffe, das passiert hier nicht nochmal. Das wäre ein bisschen doof, weil ich begebe mich gerade auf eine sehr, sehr lange, große Wanderung. Ja, das ist eine alte Kriegsverletzung aus der Kreisliga-Zeit. Des Tages wird's geschehen und dann schauen wir die B-Liga, um die dritte Spiel zu sehen. Ich habe nämlich ein paar Jährchen im SC Borchen gespielt. Falls irgendwer von euch zuguckt, Jungs, schöne Grüße. Ich vermisse euch, ich vermisse das Fußballspielen. Das wäre eigentlich mal wieder ganz geil, mal wieder zu kicken. Ich habe sogar meine Fußballschuhe mit. Dachte mir, ach, irgendwo, wenn ich einen Fußballplatz sehe und ein paar Leute am Kicken sehe, dann werde ich mich da mal anschließen. Leider war das in Spanien und Frankreich nicht möglich wegen Corona. Da lief nichts. Jetzt mal gucken. Sommer geht langsam dem Ende zu, aber ich hätte mal wieder Bock. Gestern habe ich Leute Fußball, Tennis spielen sehen. Das ist auch geil.
Also darauf hätte ich auch mal richtig Bock, das sah richtig geil aus. Aber ja, ich hatte nicht genug Zeit. Ich musste schnell essen und dann meinen Stellplatz suchen. Es war ja sowieso schon sehr dunkel. Dieser Frieden, herrlich. Wir alle suchen ihn, wir alle brauchen ihn und wir alle machen ihn kaputt. Tja. Das ist verrückt. Der Pfad führt einfach mal mitten durch so einen Bach oder Fluss. Nix hier vorgestampfter Wanderweg oder so. Geil. Guckt euch das mal an. Es geht da einfach mitten durch den Bach. Und ich bin ganz alleine. Oha, jetzt wird's spaßig. Da kommen mit so Leitern und kleine Kletterpartien. Okay, da fehlen 2 Stufen. Yay! Da kommen weitere Stufen mit Wasserfall. Wie geil ist das denn? Das freut mein Herz. Habe ich eine Abzweigung verpasst? Ach du Scheiße. Senkrechte Leiter nach oben. Eieiei. Und das auch noch hoch. Habe ich erwähnt, dass ich Höhenangst habe? Holy shit, da muss ich die Kamera wegpacken. Okay, ich bin oben. Holy shit. Habe ich erwähnt, dass ich auch mega Höhenangst habe, wenn ich auf Gittern stehe. Ich kann da nicht durchgucken. Uiuiui. Oh, da geht es 10 Meter runter. Puh, okay, hab's geschafft. Ja, das hat ein bisschen Überwindung gekostet. Zumal, wenn man alleine ist, hat man irgendwie noch einen größeren Respekt, weil wenn was passiert, das ist schlecht.
Und ich habe hier noch diese Route noch keinen Menschen gehen sehen. Also wer weiß, wann man einen auch findet. Ja klar, warum nicht? Noch eine höhere Leiter, die auch noch schief ist. Oh. Na dann, auch zum Ängste überwinden. Okay, das ist Angstbekämpfung hoch 3. Hier ist mir das. Puls von 200. Oh, ich glaube Halbzeit. Nach knapp fast 5 Stunden Wandern. Das wird ein langer, langer Rückweg, aber zum Glück halbwegs immer bergab. Übrigens, habe ich schon mal erwähnt, dass es hier Bären gibt? Eigentlich wusste ich das, aber ich habe es verdrängt. Jetzt weiß ich es wieder. Ich versuche dann ab jetzt mal so laut wie möglich zu sein, damit die mich frühzeitig hören. Der Weg ist gerade ein bisschen langweilig geworden. Ich folge einfach nur einer Straße. Deswegen dachte ich, ich höre mal in den Hörbuch rein. Also ich höre das schon länger, aber ich bin immer noch nicht durch. Das heißt, ein Experiment, das Leben ist zu kurz für später, von Alexandra Reinwarth. Ist ziemlich geil, also ich finde es richtig, richtig gut. Also sie macht quasi ein Selbstexperiment mit sich selbst. Was wäre, wenn sie noch genau 365 Tage, also ein Jahr, zu leben hätte? Wie würde sie sich verhalten? Wie würde sie ihr Leben anders gestalten? Wie gesagt, finde ich mega interessant, kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke euch das mal unten in die Videobeschreibung. Oh oh, jetzt ist es soweit. Mein linkes Knie setzt wieder aus und es geht nur bergab. Natürlich ist der Rückweg beim Bergwandern. Und ich glaube, ich werde doppelt oder dreimal so lange brauchen bis nach Hause. Und ich muss noch, laut Wegbeschreibung, ich glaube 2,5, 3 Stunden. Das wird lang und anstrengend. Aber so ist das manchmal. Zum Glück ist es erst 2:30. Das heißt, ich habe noch Zeit. Also ich sollte noch gerade so im Hellen ankommen. Oh Mann, das ist so unglaublich schön hier. Und ich bin alleine. Hier ist niemand. Mega sauberes Wasser, so eine geile Luft. Wisst ihr, was das wirklich Unschöne ist? Wenn man danach wieder in seine Stinkesocken muss. Boah, das hat mega gut getan. Und das Wasser war kälter, als es aussah. Ich musste nur einen auf mutig machen, weil mir ungefähr auf einmal 8 Leute zugeguckt haben, wie ich da reingesprungen bin. Da konnte ich keinen Rückzieher mehr machen, ne? Vielleicht fragt sich der eine oder andere, wie macht er das denn mit der nassen Unterhose? Wandert er denn mit der nassen Unterhose weiter? Nein, mache ich nicht. Ich laufe einfach unten ohne rum. Also ich meine, ohne die Unterhose. Ich mache den Freibaumlach. Ist schön angenehm. Schön luftig, locker und trocken. Irgendwie, ich weiß nicht, ob das kalte Bad war oder was jetzt Zufall ist, aber mein Knie ist irgendwie schlimmer geworden. Selbst berghoch tut es jetzt weh. Oh mein Gott, das wird ein langer Weg zurück. So sieht mein Gesicht aus, wenn ich im Arsch bin. Oh. Okay, mir war nicht bewusst, dass das letzte Stückchen nochmal 250 Meter berghoch geht, damit ich dann 500 Meter wieder runtergehen kann. Jetzt geht es an die Reserven. Also das heißt nicht bewusst gewesen. Ich habe die Karte ja gelesen. Da steht ja 250 Meter Höhenunterschied. Was sind schon 250 Meter? Ist doch ein Klacks. Ja.
klar, Piet. Das ist ein Klacks. Wenn man schon 7 Stunden Wanderung hinter sich hat, voll im Arsch ist, kein Wasser und kein Essen. Das sind 250 Meter. Ja, die tun einfach nur weh. Oh. 250 Meter in einer halben Stunde. Oh. Puls von 200. Yay, ich bin jetzt wieder bei dem Kloster, wo ich war, als ich losgelaufen bin. Noch eine knappe Stunde runter bis zum Auto. Ich habe mir gerade noch einen richtig ekligen Hotdog mit Pommes gegönnt. Naja, wenigstens die Pommes sind gut. Irgendwie den Weg nach unten hätte ich nicht mehr ohne ausgehalten. Außerdem habe ich keinen Bock, unter mega Hunger dann auch noch zu kochen im Van. Boah, Pommes. Die geilste Erfindung der Welt. Und weiter geht's. Dass mir das Laufen mit einer riesen Portion Pommes im Magen nicht leichter fällt, hätte ich mir vordenken können. Aber mit jeder Pause, die ich mache, wird mein Knie schlimmer. Eieiei. Und ich muss jetzt 500 Meter bergab oder so. Das ist normalerweise in einer Stunde machbar, aber nicht mit dem Knie. Das wird dauern. Ich werde ankommen, da wird es schon dunkel sein, denke ich mal. Ich bin auf der Zielgeraden. Die letzten 60 Minuten und einfach nur Schmerzen. Das Knie will gar nicht mehr. Bergab sowieso nicht. Oh, einfach nur noch Pipi in den Augen. Ich bin zu Hause. Ich kann es kaum glauben. Okay, ich freue mich einfach nur noch auf eine warme Dusche. Aber draußen sind 3000 Millionen Mücken. Ich muss mich beeilen, um nicht aufgefressen zu werden.